Hi ihr Lieben, ich bin die Jacqueline von Makermouth und heute will ich euch mein neues Schnittmuster, die Vintage Kochschürze, zeigen. Makermouth Sewing – Nähen mit der Maus. Die süße Kochschürze im Vintage Design ist der ideale Helfer beim Backen und Kochen. Sie schützt die Kleidung vor Schmutz und Flecken und sieht dazu noch gut aus. Durch die Bänder an der Taille und am Nacken lässt sich die Größe anpassen. In der Tasche lassen sich kleine Dinge verstauen, die ihr zum Kochen benötigt. Die Kochschürze ist schnell genäht und eignet sich hervorragend zum Verschenken. Ich habe hier schon mal alle Teile ausgeschnitten. Das ist das Rockteil B, das Brustteil A, die Saumborte E, viermal die Taillenschlaufe F, viermal die Schulterträger D, zweimal das Taillenband G und die Tasche C. Diese könnt ihr einmal oder zweimal zuschneiden. Hier habe ich schon Vlies H200 aufgebügelt. Außerdem braucht ihr noch Schrägband und zwei Knöpfe. In der PDF-Anleitung zeige ich euch noch Tipps für die richtige Wahl der Größe. Bei diesem Schnittmuster ist das Oberteil für eine gute Passform wichtig. Deshalb empfehle ich eine Passformkontrolle. Steckt dafür das Taillenband und die Träger mit Nadeln an das Oberteil. Stecke auch die Brustabnäher ab. So siehst du, ob du gegebenenfalls noch die Brustabnäher vergrößern oder verkleinern musst. Versäubere die obere Kante der Tasche, zum Beispiel mit der Overlock. Stecke dann das Schrägband außen herum, außer an der oberen geraden Kante. Da ich gekauftes Schrägband habe und es keine schwierigen Stellen gibt, nähe ich das Schrägband mit nur einer Naht an. Bei selbstgemachtem Schrägband empfehle ich euch, das Schrägband mit 2 Nähten anzunähen. Die Anleitung dazu verlinke ich dir in der Beschreibung. Bügle die obere Kante mit 1 cm Nahtzugabe um. Steppe sie dann knappkantig ab. Als nächstes nähst du das Brustteil. Stecke dir dafür die Abnäher auf der linken Seite zusammen. Da ich meine Abnäher bei der Anprobe geändert habe, stecke ich sie nach meinen Änderungen ab. Nähe die Abnäher. Dabei fängst du mit der breiteren Seite an. Nähe bis kurz vor der Spitze mit normaler Stichlänge. Dann ca. 1 cm vor der Spitze machst du ganz kleine Stiche. Verknote die Spitzen. Dann bügelst du die Abnäher flach nach unten, am besten über ein Bügelkissen. Wie ihr ein Bügelkissen selber machen könnt, verlinke ich euch in der Beschreibung. Schneide gegebenenfalls überstehende Abnäher ab. Als nächstes wird das Schrägband einmal außen herum, außer an der unteren Kante, festgesteckt. Nähe das Schrägband an. Ich empfehle dir, das Schrägband danach zu bügeln. Um das Rüschenband vorzubereiten, versäuberst du den Stoffstreifen einmal außen herum. Dann bügelst du erst die 2 kurzen Seiten mit 1 cm um und steppst sie knappkantig ab. Danach bügelst du eine lange Seite ebenfalls mit 1 cm um und steppst sie knappkantig ab. Zeichne dir, falls noch nicht geschehen, die Linien von der Saumborte auf den Stoff mit Schneiderkreide.
Falte dann die Markierung in Richtung Pfeil. Stecke dir die Falten fest und fixiere sie, zuerst mit dem Bügeleisen und dann mit einer Steppnaht im Nahtzugabenbereich. Stecke beim Rockteil an beiden Seiten Schrägband an und nähe es fest. Als nächstes reißt du die obere Kante des Rockteils ein. Dazu steppst du 2 Heftnähte mit der längsten Stichlänge deiner Nähmaschine entlang der oberen Kante in der Nahtzugabe. Verknote dabei die Fadenanfänge der beiden vorderen Nähte und der hinteren Nähte, damit du nicht aus Versehen den Faden herausziehst. Durch Ziehen der hinteren oder vorderen Fäden kräuselt sich der Stoff. Ziehe den Stoff so weit zusammen, dass er die gleiche Länge hat wie das Schnittteil A. Verteile die Mehrweite gleichmäßig. Als nächstes steckst du dir die vorbereitete Borte rechts auf den Saum. Wenn du sauber gearbeitet hast, dann müsste der Saum der Schürze genau an die Rüsche passen. Wenn nicht, kannst du die Schürze leicht kürzen, damit es richtig passt, oder eine Falte verbreitern. Nähe die Borte mit 1 cm Nahtzugabe fest. Dann biegst du die Borte flach um. Mit dem Bügeleisen wird es noch schöner. Nähe sie dann nochmal auf der rechten Seite knappkantig fest. Steppe dann die Tasche an der im Schnittmuster markierten Stelle auf der Seite deiner Wahl oder auf beiden Seiten, wenn du 2 Taschen haben möchtest. Verriegle den Nahtanfang und das Nahtende. Stecke jeweils rechts und links ein Schnittteil F an G. Die Stoffe liegen dabei rechts auf rechts. Nähe diese mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Bügele die Nahtzugabe flach oder biege sie mit dem Daumen auseinander. Dann steckst du Schnittteil A mittig zwischen die gerade genähten Taillenbänder. Diese liegen dann rechts auf beiden Seiten zu dem Schnittteil A. Die Nähte der Taillenbänder sollten bündig aufeinander sitzen. Beim Annähen der Taillenbänder an das Oberteil kannst du die Rundung gleich mitnähen. Nähe die Naht des Taillenbandes mit 0,5 cm Nahtzugabe. Damit das Oberteil nicht erfasst wird, muss oben offen bleiben. Das ist gleichzeitig die Wendeöffnung. Verriegle den Nahtanfang und das Nahtende immer bei Wendeöffnungen. Als nächstes wendest du das Taillenband auf rechts und formst die Ecken schön aus. Danach biegst du dir die Nahtzugaben an der Wendeöffnung um und bügelst sie. Die Kante sollte bündig abschließen. Stecke dir das Schnittteil B zwischen das Taillenband und steppe das Taillenband einmal knappkantig außen herum fest. Jetzt müssen nur noch die Träger genäht werden. Dazu legst du dir die Träger rechts aufeinander und steppst einmal außen herum mit 0,5 cm Nahtzugabe. Lasse dabei eine 20 cm lange Wendeöffnung offen. Wende die Träger und steppe sie knappkantig ab.
Nähe an jedem Träger ein Knopfloch in der passenden Größe deines Knopfes. Nähe die beiden Knöpfe an die Knopflochmarkierungen an das Oberteil. Jetzt muss nur noch der Träger auf den Knopf geknöpft werden und die Schürze ist fertig. Wenn euch die Schürze gefällt, lasst mir doch einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Abonniert meinen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Und natürlich meinen Newsletter. Tschüss, bis in 4 Wochen.